Einen wunderschönen guten Abend. Die unendlichen Weiten des Weltalls. Heute lernen von der Raumfahrt und im Speziellen wollen wir heute mit Dr. Paulo Ferri über die Rolle von Technologie, Automation, Verfahren und dem Team sprechen. Es ist Dienstag, der 20. Oktober, draußen etwas verregnet, aber auf dem Surgical Island strahlt die Sonne. Die Sonne ist gerade so kurz beim Sonnenuntergang und wir werden Ihnen heute zu Ihrem Aperitif eine schöne Unterhaltung liefern. Ja, ich freue mich sehr, dass Dr. Paulo Ferri heute hier nach Köln gekommen ist und Ihnen zu Hause einen Einblick gibt in seine Welt. Vielleicht kurz zu Paulo Ferri. Er hat in Italien Physik studiert und dann seine ganze Karriere bei der Mission Control der ESA, der European Space Agency, verbracht und ist heute verantwortlich für den Mission-Betrieb für alle robotischen Missionen. Ja, und Sie werden das auch im Talk heute erkennen. Er ist raumfahrtbegeistert durch und durch. Und es ist wirklich eine einmalige Gelegenheit, die sich heute für Sie ergibt. In diesem Sinne erstmal, Paulo, vielen Dank, dass du da bist. Sehr gerne. Ja, heute Abend, wie gesagt, können wir mal ein bisschen einen Blick hinter die Kulissen wagen. Vor allem werden Sie ein bisschen Hintergrundinformationen bekommen von einer sehr spannenden Mission, die Paulo Ferri geleitet hat. Und speziell in der Raumfahrt wird natürlich sehr viel Technologie und Automation eingesetzt und natürlich auch neue Technologien getestet. Aber auch der Mensch spielt hierbei eine entscheidende Rolle und wir wollen uns auch den Umgang mit dieser Technologie und der Automation näher ansehen. Denn am Ende ist die Technologie nur so gut wie sein Anwender. Beziehungsweise wird auch der Ingenieur sagen, die Maschine funktioniert nur zu 100%, wenn der Anwender sich auch an die Vorgaben hält, die der Ingenieur sich überlegt hat. In der Luftfahrt, das hatte ich auch schon gestern mal angesprochen, sind Checklisten ja eingeführt worden und wir haben das auch mit der Bundeswehr besprochen, weil man eben aus Vorfällen und Unfällen aus der Vergangenheit gelernt hat und diese Fehler nicht noch einmal machen will oder soll. Aber da geht es auch um die richtige Anwendung. Aber dazu später mehr. Wie gesagt, heute Paulo Ferri bei uns zu Gast. Und Paulo, starten wir gleich mal. Eines deiner größten, wenn nicht das größte Projekt deiner Karriere, weil es einfach einen sehr langen Zeitraum deiner Karriere eingenommen hat, war die Mission Rosetta. Kannst du den Zuschauern daheim ein bisschen einen Einblick geben? Was war die Mission Rosetta und vor allem auch, war sie am Ende erfolgreich? Ja, also Rosetta war sicherlich das Größte in meiner Karriere, weil das hat 20 Jahre lang meines professionellen Lebens dominiert. Rosetta war eine Mission, eine historische Mission, die erste Mission, die einen Kometenkern erreicht hat. Also eine kleine Sonde, 3 Tonnen schwer, hunderte von Millionen Kilometer weg von der Erde. 10-jährige Reise, um diesen kleinen Kometenkern zu erreichen. Ein Kometenkern ist so groß wie ein Berg. Also in kosmischen Verhältnissen ist nichts. Ja, auch kaum zu sehen von der Erde. Total unbekannt. Als wir starteten, hatten wir keine Ahnung, wie unser Ziel ausgesehen hat. Wir sind bei diesem Kometenkern nicht nur angekommen, sondern dabei geblieben. Zum ersten Mal in der Geschichte der Raumfahrt. Wir haben sogar eine kleine Maschine, den Lander Philae, auf die Oberfläche des Kometenkerns landen lassen. Das war eine Mission, die 2004 gestartet ist bis 2014. 10-jährige Reise und dann 2 Jahre lang in der Nähe des Kometen hat alles über diesen Kometenkern gelernt, ja, fotografiert, gemessen. Wir haben einen Satz von chemischen Instrumenten auch mitgebracht. Es war eine einmalige Mission. Und für den Missionsbetrieb, was ich geleitet habe, war wirklich Pionierarbeit. Und deswegen war es so wichtig. Und wenn wir sagen erfolgreich, das heißt wirklich diese Bildgebung. Und habt ihr auch Proben von diesem Kometen dann auch entnommen? Sicher, aber nur lokal analysiert. Also nicht zurück zur Erde gebracht. Das wäre zu aufwendig gewesen und auch nicht so interessant. Also natürlich interessant, aber was wir da gemessen und fotografiert und analysiert haben, war natürlich viel mehr, als was wir zurückbringen könnten. Ja? Wir haben
diesen Kern wirklich jetzt so lange verfolgt, auch in seiner Reise um die Sonne. Wir haben gesehen, wie der Kometenkern sich geändert hat in den 2 Jahren, wo wir da waren. Also die Wissenschaftler haben so viele Daten gesammelt, 400.000 Bilder, Messungen, Analysen. Und jetzt sind die dabei, die Daten zu bearbeiten und neue Theorien zu entwickeln. Also man kann sagen, die Mission war 100% erfolgreich. Ja, Wahnsinn. Wenn ich jetzt schon mal die Chance habe, dich hier zu haben, dann ist natürlich die Frage, wie sucht man sich eigentlich so einen Kometen aus? Ja, warum hat man genau diesen Kometen ausgewählt? Gibt es da nichts, was näher ist vielleicht auch zur Welt? Ja, also zuerst, die Kometen sind normalerweise sehr weit weg. Die kommen Richtung Sonne und also in der Nähe der Erde sehr selten. Und die sind sehr schnell. Die haben eine enorme dynamische Orbitalenergie. Deswegen zuerst sucht man sich in einen Kometenkern, das man überhaupt erreichen kann mit den Raketen und mit den technischen Mitteln, die wir heute haben. Und das gibt es nicht so viele. Ja, also wir haben in einer Familie von Kometen gesucht, die in der Nähe von Jupiter, also zwischen Jupiter und Sonne fliegen, die eine relativ kürzere Periode haben, in diesem Fall 6,5 Jahren. Und die Wahl war nicht so einfach. Also am Ende hat man gesucht, einen Kometenkern, das machbar ist, wo die Mission machbar war, die Landung machbar war oder mindestens denkbar war. Und, ja, absolut faszinierend. Ja. Und ich sehe ja immer noch das Strahlen in deinen Augen, auch wenn die Mission ja auch jetzt zu Ende ist, oder beziehungsweise es ist ja nicht zu Ende, es wird immer noch ausgewertet. Wir werden gleich noch mal näher auf Technologie, Verfahren und den Menschen eingehen. Entschuldigung. Aber ich kann mich erinnern, ich habe dich ja vor 2 Jahren zu meiner Human Factors Konferenz eingeladen, auch da als Redner. Und auch da habe ich mir lange überlegt, okay, ist das spannend genug für die Teilnehmer? Lernen sie genug? Können sie das wirklich auf ihre Industrie übertragen? Und ich habe ja auch gemerkt in den Feedbacks und mit den Gesprächen, dass das einer der besten Vorträge war, den die je gesehen haben. Und wir haben heute schon eine Frage vorab vom Publikum auch bekommen, wo die Frage gestellt ist, was können wir auch tatsächlich auf die Unfallchirurgie übertragen? Und ich hoffe, dass wir heute im Laufe des Abends Ihnen da ein paar Antworten liefern können. Und ansonsten kommen wir nochmal explizit auch später auf die Frage zurück. Aber auch in diesem Sinne nochmal den Appell, stellen Sie gerne Fragen und wir versuchen diese dann auch umzusetzen. Kommen wir nochmal zurück zur Mission. Du hast ja gesagt, die Mission hat sehr lange gedauert. Jetzt ist natürlich auch die Frage, wie hast du dann dein Team für diese Mission zusammengestellt? Weil für so einen langen Zeitraum, wie hast du das gemacht oder wie habt ihr das gemacht? Ja, das war eine der Herausforderungen, weil eben man hat in den Mitte der 90er Jahren angefangen. Ich war damals 35 und das Team sollte im Prinzip praktisch, man sollte ein Team planen, das 20 Jahre lang dauert. Ja? Und natürlich, die Leute ändern sich, sie wollen Karriere machen, sie haben Familienconstraints und so weiter. Man kann nicht sicher sein, dass man jemanden einstellt heute und der bleibt 20 Jahre an dieser Stelle. Also man musste schon diese Zeitspanne schon einplanen. Das Team wird sich entwickeln. Deswegen haben wir sofort entschieden, eine Mischung von jüngere und nicht so junge Leute zu haben. Also nicht nur die erfahrensten, sondern eine Mischung, damit die Neuen, die Jüngeren mit weniger Erfahrung während der Mission, also während der Vorbereitung schon, aber auch während des Fluges, dann die Rolle der Ältesten übernehmen konnten. Und das war die Entscheidung am Anfang und ich glaube, es war sehr erfolgreich. Also bei Projekten, die so lange dauern, muss man sofort vom Anfang an planen, die Entwicklung des Teams. Da brauchst du natürlich auch die richtigen Leute um dich herum und auf der anderen Seite brauchen die natürlich auch eine gute Führungspersönlichkeit um sie herum, der die Mission auch leitet, der du ja dann auch warst. Wie hast du denn die Leute bei Laune gehalten? Wie hast du denn die über den Zeitraum motiviert? Weil am Ende war ja immer das Risiko auch, dass die Mission scheitert oder nicht erfolgreich ist. Ja, also zuerst war das einfach, weil so eine historische Mission wollten alle tun. Ja? Also in dem Fall waren wir natürlich auf der
sichere Seite. Auf der anderen Seite, natürlich muss man die Leute motivieren. Und wir haben uns bewusst entschieden, sogar wichtige Arbeit, wichtige Vorbereitungsarbeit, Entwicklungsarbeit, auch neue Tools und Systeme, die wir nicht hatten, später durchzuführen, damit die Leute nicht, das Team nicht alles in den ersten 5 Jahren vorbereitet und dann 15 Jahre lang wartet, bis die Mission zu Ende kommt, bis das Ziel in Sicht ist. Also wir haben verschiedene Entwicklungen absichtlich verspätet, damit die Leute was zu tun hatten, auch während des Fluges, wo wir hatten auch Phasen, wo eigentlich wenig zu tun war. Zum Beispiel gegen Ende des Fluges waren wir so weit weg von der Sonne, wir mussten sogar die Sonde ausschalten, also Rosetta ausgeschaltet, 2,5 Jahre ohne Signal, ohne Kontakt. Und da haben wir einen größten Teil der Entwicklung der Systeme, die wir brauchten am Ende für die Navigation um den Kometen, entwickelt. Jetzt kann ich mich noch erinnern und ich kriege immer noch so gerade schon wieder Gänsehaut, weil ich fand das so faszinierend. In deinem Vortrag hast du uns damals ein Foto gezeigt. Ich glaube, ihr hattet ein sehr kleines Zeitfenster, bis wann ihr dann auch wieder Kontakt zur Sonde bekommen habt. Und das war auch der Moment zwischen Erfolg und Misserfolg. Und die Anspannung war in euren Gesichtern geschrieben. Und dann hast du ein zweites Foto gezeigt, der Kontakt war da. Und ihr seid euch in den Armen gelegen, ihr habt gestrahlt, ihr habt gefeiert. Sag mal kurz, der Moment dieser Anspannung des Zeitfensters, meldet sich die Sonde oder nicht? Und vor allem dann, wie es durch war, wie habt ihr gefeiert? Ja, also viel Zeit zu feiern hatten wir nicht. Okay. Ja. Besonders das Team, das damals, nachdem das Signal angekommen ist, musste sicherstellen, dass alle Systeme in Ordnung sind. Also sie haben praktisch überhaupt nicht gefeiert. Aber diese wenigen Minuten waren also eine unglaubliche Erfahrung, weil man geht plötzlich von fast der Verzweiflung. Wir hatten nach 2,5 Jahren ohne Signal, wir hatten diese Zeitfenster von 1 Stunde geplant. Das Signal muss in diese 1 Stunde kommen. Wenn die Stunde vorbei ist, es bedeutet, dass etwas sehr Schlimmes passiert ist in den 2,5 Jahren. Und das Signal hat sich verspätet, also der kam 12 Minuten vor dem Ende dieser Stunde. Und diese 3/4 Stunden waren wirklich, wir waren nah an wirklich mentale Verzweiflung. Und dann plötzlich kommt das Signal. Und dann es ist wirklich pures Glück, das plötzlich passiert. Diese starke Veränderung der Emotionen ist unvergesslich. Und sicherlich der wichtigste Moment in der ganzen Mission. Das glaube ich. Jetzt ist es natürlich so, hast die Verantwortung getragen für diese ganze Mission. Daher muss ich dich fragen, was war denn dein Plan B, falls es nicht funktioniert? Was war denn deine Nachricht oder was hattest du denn im Kopf? Was wirst du deinem Team sagen, wenn es nicht klappt? Also zuerst hatten wir einen Plan B. Wir hätten, ohne Signal hätten wir versucht, dieses Signal zu stimulieren. Mit welchen Erfolgswahrscheinlichkeit, weiß ich nicht. Ja, aber ich war sehr, sehr negativ in dem Moment. Ich dachte, wenn das Signal nicht kommt, schaffen wir es nicht. Aber wir hatten einen Plan von Versuche. Ja, ohne zu wissen, was passiert ist, ist schwierig, das Problem zu lösen. Wäre das wirklich total gescheitert, es wäre wirklich sehr schwierig, nicht nur dem Team, das beizubringen, sondern der ganzen Welt. Also die Welt hatte irgendwie die ganze Aufmerksamkeit auf uns gerichtet. In ESOC waren damals 50 Kamerateams aus der ganzen Welt und ich hatte die Aufgabe, das der Welt zu erklären, warum wir es nicht geschafft haben, warum es trotzdem ein Erfolg ist, weil natürlich muss man suchen. Trotzdem noch verkaufen. Ja. Aber ich muss sagen, wir hatten so viel gelernt bei der Mission. Die ESA war und Europa war vor Rosetta, also Ende der 90er Jahren, am Anfang, wir hatten wirklich wir hatten eine Raumfahrt, Industrie und Erfahrung, aber nur um die Erde. Durch Rosetta haben wir gelernt, wie man in interplanetarischen Raum fliegt. Rosetta war wirklich Pionier auch in diesem Bereich. Wäre die Mission gescheitert, natürlich wäre eine Katastrophe gewesen für uns, aber für Europa wäre das keine
kein totales Scheitern, weil Rosetta hat den Weg geöffnet. Heute fliegen wir zum Merkur, zum Jupiter, zur Sonne. Wir sind schon zweimal um den Mars geflogen und die Venus. Also Europa hat heute eine interplanetarische Raumfahrterfahrung und Know-how, die vor Rosetta nicht da war. Jetzt finde ich es gerade spannend, das ist für mich so ein bisschen die Analogie zur Medizin. Du sagst, okay, wenn es dann nicht so geklappt hat, können wir es trotzdem, oder nicht so gut war, können wir es trotzdem noch als Erfolg verkaufen. Und irgendwer muss auch die schlechte Nachricht übermitteln. Das ist natürlich auch in der Medizin so. Ich habe gerade gesehen, wir haben eine Frage aus dem Publikum auch, und die passt da gerade auch gut dazu. Wie geht man denn mit Rückschlägen bei so einer Mission um? Und ich glaube, die können wir auch ausweiten. Du wirst ja auch nicht nur Erfolge gehabt haben. Du hast ja mehrere Missionen geleitet, es passiert ja sehr viel. Da die Frage wirklich an dich, ja. Wie geht man allgemein mit Rückschlägen bei Missionen um im Team? Wie seid ihr damit umgegangen? Also irgendwie habe ich schon das erwähnt, dass wir bei diese Forschungsmissionen, Exploration-Missionen, auch wenn die Mission am Ende scheitert, lernt man viel. Ja? Und das ist schon ein großer Teil des Zieles. Ja? Auf dem Weg ist auch dieser Ziel. Ich habe das Gott sei Dank bei Rosetta nicht erlebt, aber zum Beispiel bei anderen Missionen wie die Landung auf dem Mars. Wir hatten eine Testlandung 2016 geplant, viel Arbeit und auch Geld investiert und die Landung ist gescheitert. Aber es war eine Testlandung und dieser Test war enorm erfolgreich, weil praktisch wir haben nicht nur 90% der Systeme getestet, nur am Ende, die letzten 30 Sekunden fehlten, aber auch gelernt, was schief gegangen ist. Also unser Ziel war nicht unbedingt die Landung. Natürlich hätten wir gerne eine erfolgreiche Landung gehabt. Aber wenn wir Glück gehabt hätten und die Landung erfolgreich gewesen wäre, hätten wir nicht gelernt, was schief gegangen ist. Also ich glaube, wir haben Glück gehabt, dass die Landung nicht erfolgreich war. Aber ich glaube, das ist auch ein ganz schöner Tipp, dass man immer auch etwas lernt und auch etwas lernen muss, Dinge auch aufarbeiten, und dann steht man auch so missliche Lagen durch und bereitet sich vor fürs nächste Mal, und dann ist auch der Erfolg wahrscheinlich noch so schöner dann. Und wir investieren auch viel genau in das. Also die Daten müssen zurückkommen. Wir haben wirklich viel Aufmerksamkeit auf diese Lernprojekte. Das passiert in allen wissenschaftlichen Forschungsprojekten. Man lernt während des Projektes, und wenn das Projekt scheitert, wichtig ist, dass man lernt, warum es gescheitert ist. Und das nächste wird erfolgreich sein. Das passt auch gerade noch, weil wir sind noch mitten in der Rosetta und haben schon die dritte Frage. Ja. Wie wichtig war es, die gesamten Anforderungen rechtzeitig und detailliert vorliegen zu haben? Wie bist du mit unklaren Anforderungen umgegangen? Also vielleicht allgemein die Frage, wie geht man dann mit so Unklarheiten, unvorhergesehenen Dingen? Und auch in der Medizin passiert natürlich viel Unvorhergesehenes, auch wenn viele das vielleicht als Routine empfinden, aber trotzdem, der Mensch ist komplex. Wie seid ihr denn mit dieser Komplexität oder mit unvorhergesehenen Dingen? Wie habt ihr euch darauf vorbereitet? Ja, das war besonders bei Rosetta sehr, sehr wichtig, weil es war wirklich eine Mission ins Unbekannte. Zum Beispiel, es war die erste und einzige bis jetzt Weltraummission, die zu einem Ziel geflogen ist, um zu landen, ohne dass eine andere Mission davor mindestens dieses Ziel kartografiert hatte. Man hat das für alle Objekte, Mond, Mars, Venus, schon so gemacht. Wir mussten alles zum ersten Mal machen. Wie sind wir damit umgegangen? Zuerst, was ich vorher als Motivationsdruck erwähnt habe. Wir haben bestimmte Entwicklungen verspätet, weil wir am Anfang, es wäre sowieso blöd gewesen, alles von Anfang an zu entwickeln für etwas, das wir überhaupt nicht kannten. Zum Beispiel ein Modell des Kometen brauchten wir, um den Kometen zu fliegen, wirklich ein Modell der Kräfte, die auf unsere Sonde wirkten. Wir konnten das nicht entwickeln. Also wir haben die Struktur des Modells entwickelt und gewartet, bis wir in der Nähe waren und dann die Parameter abgestimmt, um das Modell wirklich nutzen zu können. Wir haben optische Navigation entwickelt während des Fluges, weil
die zu entwickeln, 20 Jahre vorher, wäre absolut Unsinn gewesen. Alte Algorithmen, alte Computer, also das hätte nie funktioniert. Und wir sagten, okay, wir wissen noch nicht, wie wir in 20 Jahren navigieren können, aber in 15 Jahren werden wir besser vorbereitet sein. Und so war das. Wir haben die Asteroiden benutzt, um zu lernen. Und dann, als wir am Ziel waren, hatten wir die richtigen Systeme entwickelt. Aber später. Hast du in den 20 Jahren überhaupt gut geschlafen? Ein paar Mal schon. Nee, man schläft nie wirklich ruhig. Man denkt immer an diese Sonde. Manchmal wird es sogar unerträglich. Ja? Die Gedanke, dass diese Box, diese Schachtel 3 mal 2 mal 2 Meter, 3 Tonnen schwer, jetzt schwebt in 1 Milliarde Kilometer Entfernung, allein, ohne alles in der Nähe. Also das ist, es wird schwindelig. Ja. Ja, also nochmal, ich bin ja total fasziniert, aber ich glaube auch, wie gesagt, die Verantwortung und dann die Presse, Chapeau. Ja. Vielleicht gehen wir mal rüber. Ich meine, du hast ja schon gesagt, Technologie, das sind wir auch schon mittendrin. Gefühlt wird ja immer die neueste Technologie oder Technik eingesetzt. Also so kommt es zumindest beim Laien an. Und gefühlt ist das auch immer unheimlich teuer und auch immer ein Riesenrisiko dabei, weil entweder etwas unbekannt ist, man testet irgendwas Neues. Man hat natürlich die Challenger- oder Columbia-Katastrophe im Kopf oder unzählige Raketen, die schon beim Start explodiert sind. Jetzt die Frage, wir haben schon das Thema Unvorhergesehenes besprochen, aber jetzt bemannt oder unbemannt? Bemannt. Viele Menschen arbeiten an der Mission. Wie geht man denn wirklich mit auch, ich weiß nicht, vielleicht die Frage, du wirst ja auch mit Astronauten vielleicht gesprochen haben, auch wenn deine unbemannt sind, aber wie gehen die mit diesem Risiko auch um? Oder wie geht man auch am Boden mit diesem Risiko um? Ja, also Risiko natürlich spielt eine enorme Rolle, besonders bei Forschungsprojekten in der Raumfahrt, also etwas, das noch nie gemacht wurde. Und besonders, wenn Astronauten dabei sind. Also man spielt natürlich mit Risiko bis an der Grenze. Zum Beispiel am Anfang der Raumfahrt war die Akzeptanz von Risiko für die Menschen viel höher. Ja, damals waren diese Leute wirklich Versuchskaninchen, die waren fast Kamikazen. Und die haben absichtlich Astronauten gewählt in einer Kategorie, die schon eine Sterblichkeit von 20-30% hatte. Ich habe einmal gehört, die Ehefrau von Neil Armstrong sagte, die haben sie gefragt, wie können Sie denken, dass Ihr Mann oder akzeptieren, dass Ihr Mann jetzt zum Mond fliegt, das Risiko ist so groß. Und sie sagte, mein Mann ist ein Testpilot. Und die Sterblichkeit von den Testpiloten ist 30%. Ich glaube, wenn er zum Mond fliegt, ist dieses Risiko niedriger. Und sie hatte recht. Ja? Also sie haben Leute genommen, die wirklich Kamikaze waren. Heute geht man mit Risiko für Astronauten viel vorsichtiger aus. Also man versucht wirklich alles zu minimieren. Trotzdem ist das Risiko von diesen Leuten viel höher als für Leute, die einen normalen Job machen, wie ich. Ja? Also ich gehe mit Risiko von einer Maschine, eine sehr teure Maschine zu verlieren. Und ich habe natürlich bestimmte Prozeduren, um dieses Risiko zu messen und zu minimieren, wenn das geht. Bei Astronauten geht man natürlich eine Stufe höher. Ja. Also ist spannend. Wir kommen wieder zurück zu dem Thema. Also gefühlt ist das alles so ein bisschen eine Einstellungssache. Ja, man lernt mit der Mission, man lernt nach einer Mission, man lernt damit umzugehen, man adaptiert sein Verhalten, man adaptiert die Mission. Dazu passend eine spannende Frage. Leadership-Qualitäten, ist das größtenteils on den Job gelernt oder hast du davor auch eine Ausbildung dazu explizit genossen, wo du sagst, okay, hier lernst du Mission Controller, Mission Director, ja. Besuch den Kurs und dann hast du es drauf? Nee, eigentlich nicht. Zuerst Missionsbetrieb, also Mission Operations, wird sogar auch technisch nicht in der Universität gelernt. Also man lernt wirklich auf den Job. Und auch diese sagen wir, die Qualitäten, die zur Leadership bringen, lernt man auf den Job. Ich muss sagen, der Job ist sehr ähnlich an militärische Operationen, kann ich sagen, also sehr stark hierarchisch organisiert. Nicht im normalen Bereich, also da
außerhalb des Kontrollraums arbeiten wir alle normalen Angestellten, aber im Kontrollraum wird man sehr hierarchisch. Was der Flugdirektor sagt, ist gesetzt. Und es ist etwas, das man von den Amerikanern, von diesen Apollo-Missionen praktisch übernommen hat. Die mussten wirklich erfinden, was Mission Control ist. Und sie haben das aus den militärischen Operationen genommen. Also diese starke Hierarchie ähnelt ein bisschen die militärische. Und dann lernt man auf den Job. Hättest du dir gewünscht, da noch ein bisschen mehr Tipps oder mehr Tools schon an der Hand zu haben oder mehr Ausbildung genossen zu haben? Ja, sicher. Ja. Aber ich glaube, ich gehöre nicht zu der Pioniergeneration, also die Leute, die die Apollo-Missionen erlebt haben. Aber ich gehöre schon zu dieser Überbrückungsgeneration. Ich kam zu ESOC, unser Kontrollzentrum, als ESOC 17 Jahre alt war. Ja? Heute ist ESOC über 50. Damals waren wir nicht die Pioniere, aber wir haben von den Pionieren gelernt. Ja? Learning on the job. Heute sind wir in der Lage, solche Tipps oder sogar Kurse oder sogar Management, Guidelines zu geben, weil eben die Sache sich entwickelt hat. Wir sind nicht mehr in dieser Pionierzeit der Raumfahrt. Und die neue Generation, die von meiner Generation jetzt übernimmt, hat eine bessere Vorbereitung. Also es ist nicht nur Lernen auf den Job. Technisch und im Managementbereich kann man schon jetzt Kurse oder sogar Masterclasses. Ich habe eine Masterclass aufgezeichnet, da man diese Tipps praktisch übergibt. Aber das ist ja auch schön zu hören, dass sich das System einfach verändert, die Anforderungen verändern, die Menschen verändern, dass man das jetzt ernst genommen hat, dass man da auch mal ein bisschen den Fokus auf andere Qualitäten legt. Jetzt hatte ich davor ja schon mal angesprochen, das Thema Checklisten, wie wichtig die sind. Wir beide wissen das. Wir brauchen das auch gar nicht diskutieren. Wir kommen beide aus einem aus einem Bereich, wo Sicherheit natürlich sehr wichtig ist. Jetzt gibt es natürlich auch Situationen manchmal, wo Checklisten gar nicht anwendbar sind, weil sie noch so komplex sind oder so neu sind. Wenn man sich so die Kommandozentrale bei euch vorstellt, wie wichtig sind denn da Checklisten? Ist das alles geprägt von Checklisten? Und wie viel wird das auch trainiert, also dass man auch die Akzeptanz hat, wenn eine neue Checkliste eingeführt, neues Programm, wird da ein starker Fokus auf Training gelegt oder gar nicht? Absolut. Also zuerst Checklisten, Prozeduren, Verfahren sind absolut notwendig. Wir versuchen nur mit Checklisten und Prozeduren zu arbeiten. Also nichts wird improvisiert. Die Checklisten und Prozeduren werden entwickelt, validiert, nennen wir, also mit Simulatoren und so weiter, nicht in einem Echtzeit-Environment, aber wirklich, wir versuchen nur Tools, also Werkzeuge zu haben, die schon geprüft sind. Prozeduren und Checklisten. Training gehört auch dazu. Auch wenn diese Prozeduren sehr gut entwickelt sind, dann müssen wir sicher sein, dass die Leute die richtig anwenden. Und natürlich reagieren wir auch während einer Simulationsphase oder im Flug, wenn wir sehen, dass Leute einen Fehler machen, die Prozedur nicht richtig durchgeführt haben, dann korrigieren wir die Prozedur, damit der Fehler weniger wahrscheinlich wird. Also es ist ein Feedback-Prozess, das dauert in der Vorbereitung, Jahre oder Monate eigentlich vor dem Start, aber auch während des Fluges. Und ich wollte noch erwähnen, weil wir haben auch ein System, das ist sehr, sehr wichtig, wenn man schnell reagieren muss, zu wissen, was zu tun ist, in dem Fall, wo es keine Checkliste oder also alles ist unerwartet, eine unerwartete Situation, die nennen wir Contingency. Und da gibt es keine Checkliste, keine Prozedur dafür. Also wir entwickeln vor dem Flug auch, was wir Flight Rules nennen, also Flugregeln. Und die geben praktisch die Guidelines, um neue Prozeduren oder Checklisten für diese Situation schnell zu entwickeln. Es ist mir passiert in meinem Leben, dass ich eigentlich eine Prozedur entwickeln musste und ich hatte nicht die Zeit, die Prozedur zu validieren. Es passiert.
wir versuchen das zu vermeiden, aber manchmal muss man schnell reagieren. Mindestens in diesem Fall versucht man, diese Flight Rules, die sind der Bibel des Fluges, zu respektieren. Okay. Jetzt, also hochstandardisiert alles, Prozesse, Procedures etc., Checklisten. Passend, weil du es auch gerade nochmal angesprochen hast, es passieren trotzdem immer noch Fehler, aber die Frage passt da auch ganz gut dazu. Und wie gesagt, Hektik, Komplexität, Fehler passieren und die werden auch bei euch passiert sein. Was habt ihr denn bei der so ein Mission Control bei dir für eine Fehlerkultur? Ist das eher der offene Umgang damit, der bestrafende Umgang? Gib uns doch da auch mal ein bisschen einen Einblick hinter die Kulissen. Also die ESA besonders und sagen wir, die traditionellen Raumfahrtagenturen werden oft kritisiert heutzutage, dass wir keine gute Fehlerkultur haben. Zuerst, wir versuchen, für uns die Fehler sind eine Tragödie. Ja, also ich rede jetzt von den Kritikern. Ich sehe das vielleicht ein bisschen anders, aber von außen gesehen, wir akzeptieren keine Fehler. Damit wir investieren viel Effort, Aufwand, um die Fehler zu vermeiden. Und wenn die Fehler passieren, wir reagieren als es ist eine Katastrophe, psychologisch gesehen und auch als Image von außen. Wir haben was wirklich schlecht gemacht. Wenn man sieht, wie neue Firmen wie die SpaceX von Elon Musk reagieren auf die Fehler, ja, bei den ersten Landungen von ihren ersten Stufe der Raketen, ja, die sie entwickelt haben. Jetzt funktioniert das erfolgreich. Die Stufe verpasst die Plattform, explodiert und Elon Musk schreibt, guter Tag, ja, wir haben was gelernt. Wir versuchen, ich habe das schon erwähnt, ich bin stark davon überzeugt, dass Fehler extrem wichtig sind für uns und wir versuchen, ein bisschen besser mit dem Fehler umzugehen. Aber traditionell, wir mögen keine Fehler, wir wollen Fehler vermeiden. Aber Fehler sind extrem wichtig, um zu lernen. Ja, absolut, da bin ich voll bei dir. Aber es ist immer noch mal spannend, die Unternehmenssicht und die eigene Sicht, wie man damit umgeht, sind ja auch noch mal zwei Paar Schuhe. Und da darf man natürlich dann auch nicht den Druck annehmen, der vielleicht von der Organisation kommt. Bleiben wir vielleicht noch mal bei so einer Vorbereitung einer Mission. Da arbeiten ja unheimlich viele Menschen zusammen, Ingenieure, Wissenschaftler, Kontrollteams, dann natürlich auch du. Ich stelle mir das spannend, komplex vor, dann noch unterschiedliche Kulturen. Jeder in seinem Bereich wahrscheinlich ein Top-Experte. Vielleicht ist auch das wieder die Laiensicht. Man glaubt, bei der ESA ist ein Experte nach dem anderen, der da tätig ist mit unheimlich viel Erfahrung. Und natürlich auch viele unterschiedliche Charaktere. Wie klappt denn das da mit der Zusammenarbeit? Also wie kriegt ihr diese Kulturen, diese Menschen, diese unterschiedlichen Experten unter einen Hut? Ich meine, wenn ich mir das denke, bei uns bei der Lufthansa, wir haben ja schon die Schwierigkeit, manchmal die Piloten und die Flugbegleiter zusammenzubringen, die faktenorientierten, also manchmal vielleicht die emotionsbasierten Menschen. Was läuft da besonders gut und wo zwickt es da auch manchmal? Ja. Also zuerst, diese Diversität ist meiner Meinung nach auch ein Faktor des Erfolges. Wenn man mit Diversität, also in der ESA müssen wir sowieso mit 22 Nationen arbeiten. Also Leute, die aus 22 Nationen kommen und diese Leute haben verschiedene Kulturen, auch verschiedene Background. Ein deutscher Ingenieur ist nicht wie ein italienischer oder ein französischer Ingenieur. Man muss nicht nur das akzeptieren, sondern nutzen. Und diese Kultur der Diversität geht dann weiter. Wir stellen Missionsbetriebsteams nicht nur aus Raumfahrtingenieuren, sondern ich bin ein Physiker, Raumfahrtingenieuren, Informatiker, Mathematiker. Diese Diversität in dem Background, dazu in der Nationalität, dazu auch Gender, auch sehr wichtig, wenn man die richtig einstellt, also wenn man die richtigen Leute für eine richtige Arbeit sucht, dann ist eigentlich eine Bereicherung. Ich bin wirklich, ich glaube, ich habe eine lange Erfahrung von Team zusammenzustellen und ich habe immer auf Diversität gesetzt, aber nicht nur random Diversität. Man sucht die richtige Kombination. Und das ist
sicherlich ein großer Faktor des Erfolgs. Aber natürlich haben wir auch unsere Probleme und zum Beispiel die Rolle des Flugdirektors ist sehr wichtig. Ich habe schon erwähnt, diese sehr starke hierarchische Organisation im Kontrollraum. Wenn wir zu einer Simulation oder zu einer kritischen Phase im Flug kommen, nicht nur unser Team ist unter Druck, das Team hat sich geformt, da kann man keine großen Überraschungen erwarten. Aber es kommen andere Teams dazu, von der Industrie, von der Flugdynamik. Und die müssen alle zusammenarbeiten. Die Rolle des Flugdirektors ist wirklich zu vermeiden, dass die falschen Reaktionen kommen aus verschiedenen Gruppen. Es kann unter Zeitdruck zu sehr starken Diskussionen zwischen dem Entwickler von einem System und dem Betreiber oder von dem Flugdynamiker. Ja? Und der Flugdirektor muss in diesem Fall seine Autorität wirklich spielen lassen und sagen, jetzt ist Schluss, das ist die Entscheidung. Und es passiert und da muss man richtig reagieren. Und das wird auch akzeptiert, wenn da mal die klare Ansage kommt. Das ist absolut. Das ist dann Gesetz. Das ist Gesetz. Bleiben wir vielleicht nochmal bei der Diversität. Ja? Wenn ich mir das jetzt so vorstelle, ja? Du kriegst für viele, also ich glaube, viele Menschen wollen bei der ESA arbeiten, toller Arbeitgeber, spannende Arbeit. Jetzt hast du da den Lebenslauf, sehr erfahrener Mensch, tolle Titel, super Universitätsabschlüsse, keine Ahnung, wo der schon überall gearbeitet hat. Das wäre so jemand unerfahren, trotzdem erfüllt das so ein bisschen eigentlich alles, was es für den Job braucht. Und du merkst einfach, weiß ich nicht, da liegen 15 Jahre dazwischen, aber irgendwas spricht dich da an, so ein bisschen die Persönlichkeit. Sagst du jetzt, nee, der ist gesetzt, dem gebe ich keine Chance, oder sagst du, beide kriegen bei mir eine Chance, schaue ich mir an und am Ende kann das auch sein, dass vielleicht die Persönlichkeit den Ausschlag gibt? Ja, sicherlich beide, weil eben die Diversität ist auch nicht nur in der Nationalität, in den Geschlecht oder Background, aber auch in der Erfahrung. Es wäre ein großer Fehler, ein Team zusammenzustellen, das praktisch gleiche Erfahrung hat. Entweder keine Erfahrung, viele junge, motivierte Leute, alle zusammen allein gelassen, oder ein Team von 50-jährigen, super erfahrenen Leuten. Ich glaube, in beiden Fällen läuft Richtung Misserfolg. Die Mischung ist sehr wichtig. Ich glaube, die jungen Leute müssen sehr schnell auf dem Feuer geschoben werden, aber in Begleitung von erfahrenen Leuten. Und also ich würde nie ein Team zusammensetzen, das zum Beispiel nur aus erfahrenen Leuten ist. Und mit jungen, motivierten Leuten ohne Erfahrung arbeitet man auch sehr gut, wenn man viel investiert. Jetzt ist das natürlich, sind das so ein bisschen die Kompetenzen, der Lebenslauf der Bewerber. Wir haben hier auch eine spannende Frage. Was waren denn deine 3 wichtigsten Kompetenzen, die du für deinen Job in der Vergangenheit und auch heute noch brauchst? Hast du da einen Tipp? Ich glaube, die Leute, die sind jetzt ganz heiß und sagen, ich möchte auch so sein wie der Paulo. Aber sitzt hier ganz entspannt. Also sagen wir Qualitäten. Ich habe Glück gehabt, hauptsächlich mit begeisterten Leuten gearbeitet. Also Leute, die nicht auf die Uhr gezeigt haben und sagen, okay, jetzt ist Schluss. Ja? Sie liebten den Job und sie hätten fast das Leben gegeben für den Job. Begeisterung ist sehr, sehr wichtig. Es ist keine Kompetenz, aber es ist eine Eigenschaft, die zu unglaublichen Zielen bringt. Da bin ich sicher. Ich bin selbst begeistert, aber ich habe, wie gesagt, viele Leute in meinem Leben getroffen, die begeistert waren. Und das hat nicht mit Raumfahrt zu tun. Ich habe begeisterte Leute getroffen für alle möglichen Bereiche und die waren extrem erfolgreich. Das ist das Wichtigste für mich. Das Zweite ist Flexibilität. Also ich rede, wie gesagt, nicht Kompetenz, weil dann gebe ich in einen technischen Bereich und das wäre mehr für meinen Bereich wichtig. Flexibilität ist wichtig. Das findet man mehr in den jungen Leuten als in den alten Leuten. Aber es gibt sogar erfahrene Leute, die flexibel sind. Ja, kann man kaum zu glauben. Und das ist wichtig, besonders in einem Job wie Mission Control,
muss man flexibel sein. Man muss akzeptieren vielleicht, dass eines Tages man redet über die Umlaufbahn vom Mars oder die Ankunft an den Mars. Am Tag danach redet man über die Lampen im Kontrollraum, die nicht funktionieren. Ja? Und ich habe fantastische Kollegen gehabt, die das nicht akzeptiert haben. Sie liebten ihren Bereich und sie wollten nur in diesem Bereich arbeiten. Im Mission Control funktioniert das nicht. Und ich glaube, in vielen Bereichen in der Arbeitsleben, Flexibilität kann helfen. Ja? Man muss akzeptieren, dass es gibt verschiedene Aufgaben, ja, auf verschiedenen Niveaus. Und man muss die gleiche Begeisterung fühlen, auch für Aufgaben, die eigentlich nicht so interessant aussehen. Ja. Und drittens Ausdauer. Ich muss sagen, ich habe besonders in den Pionierzeiten Phasen gehabt, wo ich über eine lange Zeit 16 Stunden am Tag arbeiten musste. Ich glaube, das ist nicht richtig, aber es passiert. Mhm. Und im Mission Control, wenn die Sachen da oben nicht funktionieren, kann man einfach nicht aufhören. Ja. Und das gehört dazu. Das muss man schon vorher akzeptieren. Ja, spannend. Die Zeit rückt, oder das Ende rückt immer näher. Dennoch nehmen wir uns noch die 2-3 Minuten, die wir noch übrig haben. Die Raumfahrt entwickelt sich weiter. Irgendwann wird es die Mission wahrscheinlich zum Mars geben, bemannt. Weltraumtourismus, Elon Musk hast du ja schon angekündigt. Dazu ist natürlich auch die Technologie wichtig, die sich weiterentwickelt. Ich hatte gestern auch die 2 Herren von der Bundeswehr da und die gleiche Frage gestellt. Technologie, Chance oder doch eher keine Chance oder führt zu Angst und Einschränkung? Wie siehst du das? Also ich bin ein Kind der 60er Jahre. Also die Frage an so einen Mensch kann nur eine Antwort geben. Technologie ist Zukunft, ist Fortschritt. Ich denke so, ich wurde so praktisch geboren in einer Zeit, wo eigentlich niemand Zweifel hatte, dass Technologie gut war. Jetzt weiß ich rationell, dass die Technologie auch extreme negative Seite hat. Aber als Mensch bin ich noch so technologiebegeistert. Ich bin emotionell davon überzeugt, dass die Technologie am Ende was Gutes schafft. In der Raumfahrt ist Technologie unentbehrlich. Man kann nicht neue Pioniermissionen entwickeln ohne neue Technologien. Und man sieht heute, dass es eigentlich große Schritte gibt, nicht nur im Bereich von wissenschaftlichen Missionen, aber auch Missionen, die direkte Anwendungen für die Bürger haben. Und die wären unmöglich gewesen ohne die technologische Entwicklung, die in den letzten 50 Jahren passiert ist. Jetzt vielleicht noch 2 Sachen. Für dich ist ja bald das Ende deiner Karriere, oder das Ende deiner Karriere ist absehbar. Du hast dich auch entschieden, dann in den Ruhestand zu gehen. Zum einen lachendes oder weinendes Auge, und wie sehr wirst du das wirklich vermissen? Und vielleicht bleiben wir auch bei der Frage, wie sehr fällt es dir auch schwer loszulassen? Also vor 10 Jahren wäre es undenkbar gewesen für mich. Und natürlich, es ist sehr schwierig zu akzeptieren. Aber rationell habe ich lange gearbeitet, damit ich wirklich im richtigen Moment das Token weitergebe. Und ich finde es wichtig. Also für mich war sehr wichtig, vorbereitet zu sein, dass mein Team vorbereitet ist. Es gibt heute Leute, die meinen Job viel besser machen würden als ich. Da bin ich, das sage ich das nicht nur so, ich bin stark davon überzeugt. Und deswegen diese Vorbereitungsphase der letzten 10, 15 Jahren hat mich selbst vorbereitet. Und ich glaube, natürlich werde ich das vermissen, aber ich bin absolut sicher, dass die richtige Sache ist, neue Leute müssen meinen Job machen und sie werden das besser machen. Ja, das ist doch schön. Gibt es noch etwas für die Begeisterten der Raumfahrt, irgendetwas, wo du sagst, das steht noch vor der Tür bei der ESA, auf das kann man sich freuen?
Was steht da noch an? Also ich kann zwei Richtungen erwähnen, die beide sind sehr wichtig für mich. Natürlich die wissenschaftlichen Missionen, die interplanetaren Missionen sind mein Leben, und die ESA fliegt, habe ich erwähnt, jetzt zum Merkur, zur Sonne. Fantastische Missionen, die heute fliegen. Wir bereiten eine Mission zum Jupiter. Wir bereiten zusammen mit der NASA eine Mission, die Probe aus dem Mars, nicht nur landen, sondern Probe aus dem Mars zurück zur Erde bringen wird. Das wird noch 10, 15 Jahren dauern, aber Anfang der 30er Jahren wird das passieren. Es sind fantastische Missionen, auch wissenschaftlich sehr wichtig. Die andere Richtung ist Erdbeobachtung. Die ESA hat vor 2 Jahrzehnten angefangen, aber heute, dank eines Projektes zusammen mit der Europäischen Union, ist die Erdbeobachtung wirklich groß geworden. Jetzt entwickelt man täglich neue Dienste über die Daten, die unsere Satelliten zur Erde bringen. Und wir haben jetzt einen Plan in den Jahrzehnten, der jetzt anfängt, weitere 30 Satelliten zu fliegen. Erdbeobachtung ist sehr wichtig, weil das dient direkt nicht nur die Forschung von Klima oder der Atmosphäre, aber ja, das Leben unserer Bürger. Und das finde ich vom Missionsbetrieb vielleicht weniger begeistern, aber für unsere Gesellschaft extrem wichtig. Ja, Paulo, in diesem Sinne, also spannend. Ich bin froh, dass ich dich jetzt nach 2 Jahren wieder getroffen habe. Immer noch hoch faszinierend, dein Job, immer noch eine ganz, ganz tolle Persönlichkeit, die der ESA sicherlich auch fehlen wird in der Zukunft. Ich bin mir auch sicher, dass wir in der Zukunft noch immer uns irgendwann mal treffen werden und über das Ganze reden und weiterhin versuchen, die Welt zu verbessern und die Welt zu retten. Vielen Dank dafür. An Sie zu Hause, vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich hoffe, dass wir Ihnen den Aperitif etwas verschönern konnten heute am Abend. Und freuen Sie sich vielleicht jetzt schon auf morgen, 19:30 Uhr, werde ich Uwe Müßiggang bei mir als Gast haben, den ehemaligen Nationaltrainer der deutschen Biathlon-Nationalmannschaft. Ganz spannend, einmal die Trainerperspektive gemeinsam einzunehmen und auch mal zu schauen, wie man mit Sieg und Niederlage umgeht und wie man ein Team bei Laune hält und auch zum Erfolg führt. In diesem Sinne, bleiben Sie gesund. Vielen Dank und danke nochmal, Paulo, dass du da warst. Danke dir.